Hi, ich bin's mal wieder, euer... Genau. In meinem letzten Video habe ich euch nach eurer Meinung gefragt, welcher von meinen 3 Tischen euch am besten gefällt. Ich habe einige Antworten von euch bekommen und ausgewertet. Und der Gewinner ist mit 8 Stimmen Tisch Nummer 3. Die anderen beiden Tische haben jeweils 3 Stimmen für sich gewinnen können. Damit steht der Entschluss fest. Außerdem sind schon wieder total coole Trickideen von euch dazugekommen. Darunter sind auch für mich völlig neue Effekte und Methoden, wie zum Beispiel die Totalreflexion oder Kunststücke mit pH-Werten. Für diejenigen, die auch gerne wüssten, was eine Totalreflexion ist, habe ich hier oben ein Video in die Infokarte gepackt. Ich werde genau dieses Video als Inspiration verwenden und versuchen, möglichst nahe an den Effekt dranzukommen. Bestimmt werde ich dafür erneut Niels Bennets Hilfe benötigen. Und mit pH-Indikatoren meine ich, eine Flüssigkeit sichtbar zu färben. Das ist zwar nicht direkt Zauberei, sondern eher Chemie, sieht aber dennoch total magisch aus und ist genauso eine Art von Effekt, wie ich ihn gesucht habe. Ich möchte auch noch ein bisschen damit experimentieren, die Flüssigkeit etwas trüber, milchiger hinzubekommen. Wenn ihr also wissen solltet, ob und wie das geht, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und genau solche Ideen sind übrigens das perfekte Beispiel dafür, dass man sich mit kreativen Menschen aus allen Bereichen des Lebens austauschen sollte. Denn ich wäre niemals auf die Idee mit der Totalreflexion oder pH-Indikatoren gekommen. An dieser Stelle möchte ich ein Dankeschön an Andreas raussenden. Ihr habt mir auch Dutzende Vorschläge für einen passenden Namen für unseren Act geschickt. Einige davon haben mich wirklich unterhalten, wie zum Beispiel Vintage, eine Mischung aus Vintage und Touch. Oder Experiment C, Versuch 1. Dabei komme ich mir selber vor wie ein Versuchskaninchen. Was mir und euch wohl auch, aber am meisten gefallen hat, war der Name Der Alchemist. Das war echt eine super Idee. Danke, N. Clemeti, für deine Namensidee. Jetzt kann ich es euch ja verraten. Ich selber hatte nämlich den Namen Das Experiment im Kopf. Ich finde ja beides gut. Deshalb dürft ihr nun wieder in den Kommentaren abstimmen und dann schauen wir mal, welcher Name bei euch besser ankommt. Das Experiment oder Der Alchemist. Ich werde von euch auch immer wieder gefragt, wo ich meine Musik finde und wie ich diese bearbeite. Also dachte ich mir, gehe ich in diesem Video ein bisschen darauf ein. Wenn ich ein Lied gefunden habe, das mir gefällt, was meistens dadurch passiert, dass ich zufällig durch meine Playlist oder YouTube zappe, lade ich es in mein Musikprogramm rein. Ich verwende Soundforge Pro, aber vom Prinzip her ist jedes Programm gleich. Zuerst probe ich ein wenig zu dem Lied, so wie es im Original ist. Je nachdem, wie ich meine Routine präsentieren möchte, passt das Lied entweder schon oder ich muss es ein bisschen anpassen. Hierfür ist es natürlich wichtig, dass ihr euch erst einmal mit der Grundstruktur des Liedes vertraut macht. Das kann man hier ganz gut an den Ausschlägen sehen und sich auch daran orientieren. Nachdem ich also ein paar Mal dazu trainiert habe, schneide ich die Stellen raus, welche ich als unpassend finde. Zum Beispiel möchte ich hier den ersten Gesangsteil rausschneiden. Also zoome ich ganz nah ran, um eine perfekte Schnittstelle zu finden, damit man später den Schnitt nicht raushört. Diese Stelle markiere ich mir. Dann springe ich bis ans Ende des Gesangsteils und mache dort genau das Gleiche. Und zack, raus. Dann höre ich mir die Stelle an und kontrolliere den Schnitt. Dieser ist natürlich noch viel zu scharf, deswegen muss ich einen kleinen Crossfade machen, so nennt man das. Das heißt, ich überlappe die beiden Schnittstellen und dadurch wird der Übergang weicher. Dann lasse ich die Musik laufen und trainiere erneut dazu, um herauszufinden, ob das jetzt alles genau so passt, wie ich es brauche. Wenn nicht, muss es erneut angepasst werden. Und so bearbeite ich das ganze Lied
und schneide Stück für Stück raus und arrangiere manche Teile neu um. Es ist natürlich wichtig, vorher schon eine ungefähre Idee von den Tricks zu haben. In diesem Fall weiß ich, dass ich zu Beginn nur mit Bällen zaubern möchte und erst gegen Ende des Liedes auf Karten umsteigen werde. Das macht für mich einen großen Unterschied, denn mit Bällen kann ich kein so großes Tempo aufbauen wie mit Karten. Um auf neue Ideen, Tricks und Bewegungsabläufe zu kommen, improvisiere ich gerne zu unterschiedlicher Musik. Die Musik zwingt mich, andere Bewegungen auf andere Akzente auszuführen. Dadurch entstehen neue Abläufe. Die meisten sind natürlich für die Tonne und die Abläufe müssen immer und immer wieder wiederholt werden. Aber irgendwann ist eine Stelle dabei, die mir gefällt. Diese versuche ich dann auf die Originalmusik zu übertragen. Dann beginnt der ganze Prozess von vorne. Ihr seht also, wie aufwendig so etwas ist. Außerdem steht Weihnachten vor der Tür und jeder von uns sollte sich etwas Zeit für sich selbst nehmen. Und gerade weil es so ein großer Aufwand ist, habe ich entschlossen, mein nächstes Video erst wieder in 2 Wochen hochzuladen. Also am 6. Januar, pünktlich um 15 Uhr. Und damit ihr nichts verpasst, na, ihr wisst schon, ne? Tja, und jetzt werde ich genau an dieser Stelle Schluss für heute machen. Ich wünsche euch ein magisches Weihnachtsfest mit jeder Menge Fliegelinsch, Neigen und Knallbonbons. Euer Professor.